HR Info. Engel fragt. Mit Philipp Engel. Die meisten Menschen sehnen sich nach Sex. Studien aber zeigen, wir haben ihn immer seltener. Nicht nur Singles jammern, dass im Bett immer weniger läuft, auch viele Paare klagen. Man wohnt schön, die Kinder sind wohlgeraten, aber im Bett, Ich möchte heute wissen, wie viel Sex brauchen wir eigentlich für unser Glück? Und was kann man machen, wenn nichts mehr geht, damit wieder was läuft? Ich bin als erstes verabredet mit einem Callgirl in einem noblen Frankfurter Hotel. Habe ich ja auch noch nicht gemacht. Irina studiert Soziologie und arbeitet nebenher als Edelprostituierte oder eben Callgirl, wie man immer dazu sagen will. Was sie macht, ist klar. Sie schläft gegen Geld mit Männern. Preislich, ich habe mal geguckt, fängt das bei ihr an. 2 Stunden 900 €. Man gönnt sich ja sonst nichts. Warum gehe ich zu Irina? Irina hat mir am Telefon gesagt, zu ihr würden vor allem verheiratete Männer kommen. Ich möchte von ihr wissen, sind die zu Hause nicht glücklich? Oder reicht ihnen das eheliche Sexleben nicht aus? Was also suchen die bei ihr, was sie zu Hause nicht finden? Ich bin echt ein bisschen gespannt jetzt. Hallo, Philipp. Komm rein. Mein erster Eindruck, super nett. Seit 4 Jahren ist Irina als Escort-Girl tätig und geht offen damit um. 2 Stunden im Hotel oder ein gemeinsames Wochenende, alles drin. Auf Wunsch ist sie die Studentin, aber eben auch die strenge Sekretärin oder die elegante Dame, weshalb sie immer eine Auswahl an Kleidern und Dessous dabei hat. Welches Outfit ich mir fürs Interview wünsche? Ich lasse mich überraschen. Tada! Kompliment. Irina sitzt mir in einem engen Kleidchen gegenüber, das ich eher als ein Hauch von nichts bezeichnen würde. Also so würdest du dann mit deinen Kunden zum Beispiel den Abend verbringen? Ja. Was sind denn das für Männer? Natürlich sind es bei mir vorzugsweise Männer, die ein gewisses Einkommen haben, um sich das auch leisten zu können. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass eine Berufsgruppe oder irgendwie eine Altersgruppe da besonders spezifisch ist. Also ich habe auch durchaus Anfragen von Leuten, die jünger sind als ich. Okay. Also Jetzt wollte ich gerade fragen, vom Alter geht von ja, bis? gut, also ich würde sagen, der mittlere Durchschnitt ist schon so zwischen 40 und 60. Und was suchen diese Männer? Jeder Mensch sucht ja in zwischenmenschlichen Beziehungen Nähe und Wärme, Intimität. Und ich würde sagen, es ist so eine Art Emotions- und Erotiktourismus, den ich anbiete, weil die Leute zahlen quasi einen gewissen Preis und haben dann quasi so eine Ausflucht aus dem Alltag und da erleben sie all das Positive von der Beziehung und können halt all die negativen Sachen ausklammern. Könnten die natürlich ja vielleicht auch idealerweise mit ihrer Beziehung drüber reden, dass sie dieses oder jenes, dass das nicht mehr läuft oder so? Es gibt eben Beziehungen, wo das nicht funktioniert. Und diese Männer suchen dann eben sich zum Beispiel eine Escort-Dame, um das zu ergänzen zu ihrer Beziehung. Weil meine Kunden, die verheiratet sind, lieben ihre Frauen durchaus, aber da fehlt einfach irgendwas. Und dadurch gefährdet man die Ehe ja auch nicht so. Weil wenn man eine Affäre hat, kann es ja sein, dass die Affäre sich verliebt, dass dann auf einmal jemand vor der Tür steht oder solche Sachen. Das wird eben ausgeklammert dadurch, dass man eben eine Escort-Dame bucht. Ich habe das ja so für mich mir versucht vorzustellen, wie wäre das? Bei mir dann immer der Gedanke wäre, Moment mal, da ist ja jemand jetzt nur mit mir zusammen, weil ich ihn dafür bezahlt habe. Und das würde... Schmeckt das Essen im Restaurant? Das schmeckt doch auch, obwohl jemand nur für dich gekocht hat, obwohl du ihn bezahlt hast. Und es schmeckt ja trotzdem. Finde ich, ist aber nochmal ein großer... Also der Vergleich hinkt für mich ein bisschen. Deshalb, weil für mich zum Beispiel Sex... sozusagen, oder der Reiz von Sex auch darin besteht, dass da jemand anderes ist, der dich will. Und das ist der Unterschied jetzt mal zum Kochen. Also der dich will und zwar nicht, weil du ihm dafür Geld gegeben hast, sondern einfach so. Also ich habe sehr viele Kunden, die Stammkunden sind, also die jetzt nicht einfach nur mal schnell Sex wollen, sondern die gerade eben diese Nähe, Intimität suchen. Und meinen Kunden ist es zum Beispiel auch ganz wichtig, dass ich Spaß habe. Also denen ist es auch ganz wichtig, dass ich komme oder dass ich Sachen mit ihnen unternehme, die mir auch Spaß machen. Also ich bin zum Beispiel Veganerin und die nehmen ganz viel Rücksicht darauf, wo wir essen gehen. Ich glaube, ich könnte es aber trotzdem nicht aus dem Kopf kriegen. Musst du ja nicht. Aber gut, mein Problem. Das ist aber auch die Kunst. Also es geht darum, den Kunden vergessen zu lassen, dass er dafür bezahlt hat. Ich bin heute auf der Suche nach Antworten auf die Frage, wie viel Sex braucht man zum Glück? Was wäre deine Antwort? Kommt drauf an, aber also ich schon viel. Also ich könnte schon
Also mehrmals die Woche auf jeden Fall. Also wenn es mit jemandem gut ist, dann auch mehrmals am Tag. Ne? Also ist jetzt eigentlich, da sind keine Grenzen gesetzt. Wie ist das für dich? Ist das für dich Arbeit oder Spaß? Beides. Tatsächlich Spaß? Ja. Ehrlich? Ja, natürlich. Das erzählen ja dann Escort-Damen gerne, dass sie selber wirklich Spaß haben. Ich kann das immer nicht so glauben. Ja, wieso? Ich habe Spaß an Sex und das sind super sympathische, auch attraktive Menschen. Also man hat da ja vielleicht immer so ein bisschen das falsche Bild, dass es irgendwie, also auch meine Mutter zum Beispiel, die, ja, aber wenn du da mit so Männern und der gefällt dir nicht oder der ist grob und es ist so, also wenn jemand mich respektlos behandelt, dann würde das Date gar nicht stattfinden. Und das sind Menschen, die nehmen eine große Summe Geld in die Hand, die wollen auch, dass das Date schön ist, also wollen die auch, dass ich Spaß habe, damit sie wieder Spaß haben, also damit man gemeinsam Spaß hat. Und deswegen, natürlich macht mir das Spaß. Natürlich ist es auch trotzdem so, dass es nicht mit allen Kunden gleich gut harmoniert von Anfang an. Aber es ist jetzt nicht so, dass es mir keinen Spaß machen würde. Aber ich meine, du bist, glaube ich, 30? Ja, seit diesem Jahr. So, und dann hast du Kunden, die sind 60. Ja. Ältere Herren. Ja, und? Also, was ist die Frage? Oder, ob du darauf Bock hast? Ja. Ja? Ja. Okay. Also ich finde teilweise echt Männer in meinem Alter eher ein bisschen kindisch und anstrengend und finde das dann irgendwie attraktiver, wenn jemand ein bisschen älter ist, ein bisschen so nicht diesen Drang hat, sich beweisen zu müssen. Das finde ich immer ganz unattraktiv, wenn so jüngere Männer so meinen, sie müssen irgendwie mit allem Möglichen prahlen und protzen und sich da irgendwie immer so versuchen, besser darzustellen als andere. Und das ist bei ein bisschen älteren Herren auf jeden Fall nicht so und das finde ich sehr angenehm. Also ich fand die Begegnung schon interessant, aber für mein persönliches Sexglück kann ich es mir einfach nicht so gut vorstellen. Wenn ich mir dieses Glück erkaufen würde, dann wäre es für mich kein Glück mehr. Dazu habe ich übrigens eine Zahl gefunden. 8% der Männer haben gesagt, sie waren schon mal bei einer Prostituierten, sagen Umfragen. Ich glaube, Frauen machen das auch hin und wieder. Ganz oft, weil es zu Hause halt nicht so läuft, wie Mann oder Frau sich das wünscht. Wobei ich mich frage, ist da echt nichts zu machen, wenn es nicht mehr läuft? Wenn einer oder beide unglücklich sind mit dem Sexleben, ist dann das Auswärtsspiel, in welcher Form auch immer, die einzige Alternative? Ich habe jetzt gleich einen Termin bei einem Paartherapeuten. Und bis ich da angekommen bin, in Bad Homburg, möchte ich Ihnen noch einen Mann vorstellen, der in seinem Leben noch nie Sex hatte. Da stellt sich die Frage, wie viel Sex braucht es zum Glücklichsein, ja nochmal ganz anders. Ich habe noch nie eine Frau geküsst. Ich habe noch nie Händchen gehalten. Ich weiß, glaube ich, noch nicht mal irgendwie, wie das geht. Zärtlichkeiten, Knutschen, Sex, das alles kennt dieser Mann bisher nur aus Filmen. Er ist 33 Jahre alt und ein sogenannter Absolute Beginner. Lange, lockige Haare, sieht aus wie ein Heavy-Metal-Gitarrist, nicht unattraktiv. Er möchte unerkannt bleiben. Wir nennen ihn Nils. Die ersten 2 Dates, die er je hatte, sind noch gar nicht lange her. Also es ist in beiden Fällen leider beim ersten Date geblieben. Mir fehlt so dieses Programm, wenn es jetzt zu einer Berührung kommen soll. Wie stelle ich das an? Wann fange ich an zu lächeln? Wann halte ich Blickkontakt? Sowas, da ist leider für mich wirklich eine weiße Landkarte. Die beiden ersten und bislang einzigen Frauen, die er gedatet hat, lernte er über das Portal Metal Flirt kennen. Eine Kontaktplattform für Liebhaber heftiger Rockmusik. Nils ließ sich anschreiben. Selbst aktiv zu werden, fällt ihm schwer. Eine Angst vor Ablehnung ist definitiv da. Angst, was falsch zu machen, Angst zu versagen, ist, denke ich, irgendwo bei mir einprogrammiert. Während andere in seinem Alter über Hochzeit oder Familiengründung reden, wartet Nils mit seinen 33 Jahren immer noch auf seine erste Erfahrung mit einer Frau. Jeder hat eine Beziehung und nur bei einem selber klappt's nicht. Dadurch denkt man natürlich, es ist irgendwas falsch mit einem. Dass es irgendwo ein gesellschaftlicher Makel ist. Und dann hat sich da halt wirklich so Druck aufgebaut. So bis zu dem und dem Alter möchte ich es gerne selber mal erlebt haben. Durch diesen Druck ist aber dann halt genau das Gegenteil passiert. Ich wurde immer frustrierter. Oh je, werde ich vielleicht nie aus meinem Schneckenhaus rauskommen? Bleibt das für immer so? Seiner Verzweiflung folgte irgendwann der totale Zusammenbruch. Nils zog sich noch mehr zurück,
blieb nur noch in seiner Bude. Eine Psychotherapie leitete dann die Wende in seinem Leben ein. Nils lernte mehr und mehr, sich selbst zu akzeptieren. Zunächst mal wirklich die Erkenntnis, ich bin nicht falsch. Ich muss mir einfach Menschen suchen, die positiv für mich sind. Neue Interessen suchen und darauf aufbauend dann vielleicht mal erste Schritte wagen. Seit der Therapie geht es bergauf. Nils fängt wieder an, E-Gitarre zu spielen, sucht den Kontakt zu Gleichgesinnten und gründet eine Selbsthilfegruppe. Absolute Beginners. Zum ersten Mal gibt er preis, dass er bisher weder Beziehungen noch Sex hatte. Nils will an seiner Situation etwas ändern, will ins Bordell. In letzter Sekunde aber sagt er den Termin ab. Er probiert Speeddating aus und er geht zu einer Kuschelparty. Er sucht Nähe, aber er merkt, irgendwie ist das alles nicht sein Ding. Weiß nicht, ob ich glücklicher wäre mit Sex, weil ich mir da überhaupt nichts drunter vorstellen kann. Einerseits frage ich mich, wie ich was vermissen kann, was ich nicht kenne. Aber andererseits scheint wohl doch irgendwie ein menschliches Bedürfnis zu sein. Und mit 33 ist seine Unbefangenheit weg. Die Hürde wird irgendwie immer höher. Ob ich mich wirklich noch mal verlieben kann, weiß ich eher nicht. Also dafür bin ich, glaube ich, die letzten 15 Jahre zu kalt geworden. Realistisch würde ich mir vielleicht eine Freundschaft plus oder sowas vorstellen können. Einfach, um nicht allzu viel Nähe auf einmal zulassen zu müssen. Also so in einer klassischen Beziehung sehe ich mich momentan eher nicht. Ich muss sagen, mich hat dieses Gespräch sehr berührt. Ist aber zum Glück nicht die Regel, glaube ich. Die Regel sieht eher so aus. Da haben Menschen eine Beziehung, könnten Sex haben, haben aber trotzdem keinen Sex. Oder zu selten. Oder er ist nicht so, wie Mann oder Frau sich das wünscht. Was macht man in solchen Fällen? Klären wir jetzt. Ich habe einen Termin beim Paartherapeuten. Hallo, Herr Kunz. Hallo, Herr Engel. Jochen Kunz berät Paare schon seit 25 Jahren. Der Mann hat also viel Erfahrung und vermutlich ist ihm nichts mehr fremd. Eine einladende Praxis hat er, Altbau, helle Räume, ein großes einladendes Sofa, gegenüber ein Sessel. Soll ich aufs Sofa? Wenn die Paare kommen, dann sitzen die hier? Die sitzen auch auf der Couch, ja. Okay. Also wenn die noch nett zueinander sind und nebeneinander sitzen können, dann sitzen die auf der Couch. Ja. Ich stelle mir das ja gar nicht so einfach vor, mit so einem Thema hier zum Paartherapeuten zu kommen. Kostet es die Leute nicht eine Riesenüberwindung? Ja, Überwindung ist sicherlich dabei. Ja, deswegen zögern ja auch viele und warten sehr lange. Manchmal ist es dann halt schon sehr weit fortgeschritten. Da denke ich, naja, wäre nicht schlecht gewesen, vielleicht mal so 2-3 Jahre vorher. Aber besser spät reden als gar nicht mehr reden, sagt Kunz. Was, wenn sich dabei dann herausstellt, dass die Vorlieben der beiden sehr weit auseinandergehen? Jetzt kommt vielleicht raus, dass der andere auch nicht zufrieden ist. Ja, der eine will vielleicht Kuschelsex, der andere will, was weiß ich, lieber die Domina spielen. Das sind schon sehr unterschiedliche Positionen. Ist richtig, sind unterschiedliche Positionen, aber die sind ja da und führen ja möglicherweise, also das ist ja Ihr Ansatz momentan, führen ja zu Schwierigkeiten. Ja, also da wäre ich schon ein bisschen mutig. Ja, also Kollegen von mir nennen das, aus der Komfortzone in die Risikozone mal zu gehen. Und ich glaube, es geht nicht ohne Risiko. Ja. Wenn man ins Risiko geht und merkt, oh, der andere geht aber nicht mit, dann, ja, was macht man dann? Natürlich schwebt bei solchen eklatanten Unterschieden, schwebt natürlich immer auch eine Trennung mit im Raum. Ja, aber das muss nicht die einzige Lösung sein. Wenn man da ein bisschen offen ist und zuhört und sagt, okay, komm, erzähl mal, was könnte man denn jetzt machen? So ich würde mal sagen, wie so eine Art Brainstorming, ja, dann ist das eine ganz andere Herangehensweise. Wäre das dann denkbar, auch in so einer Beratung, dass der eine dann sagt, dann holst du dir doch woanders, was du bei mir nicht kriegst? Gab es auch schon, ja. Gab's schon? Ja, gab es auch schon. Das ist natürlich nicht für jeden was, ja.
Sexualität berührt uns ganz, ganz tief hier drin. Ja? Und wenn ich weiß, mein Partner, den ich eigentlich liebe, mit dem ich eigentlich zusammen, der Mutter oder Vater meiner Kinder, ja, der soll sowas Intimes sich woanders holen, das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz heikles Thema. Eine gängige Strategie ist ja das Fremdgehen. Meinem Partner gegenüber trete ich als monogamer, treuer Partner gegenüber, hole mir das aber woanders. Es gibt Paare, da geht es vielleicht gut über Jahrzehnte, ja, und es gibt andere Paare, da fliegt es auf. Ja, ich habe hier oft Paare, wo das auffliegt, sowas. Ja, und dann sitzen die da, der eine ist gekränkt, der andere ist schuldbewusst und dann, aber auch damit kann man arbeiten. Was raten Sie denn Paaren, bei denen einfach zum Beispiel der Wunsch unterschiedlich stark ausgeprägt ist? Der eine ist mit einmal im Monat zufrieden, der andere hätte es gern jeden Tag. Ja, es könnte ja sein, dass der eine sagt, okay, ich möchte nicht grundsätzlich weniger Sex, ja, aber ich möchte den Sex, den du mir anbietest seit 20 Jahren, den möchte ich nicht oder davon möchte ich gern weniger oder das ist nicht das, was mich jetzt hier dazu bewegt, den Fernseher auszulassen und von meiner Couch ins Schlafzimmer zu gehen. Ja, also, ja. Wenn es im Bett nicht mehr läuft, dann stelle ich mir das ja schon wahnsinnig schwierig vor, darüber zu sprechen, weil man möchte ja wieder, dass es läuft, aber wenn ich jetzt dem anderen komme und sage, du, so wie es läuft, finde ich es alles ganz doof, das ist ja nicht gerade eine Einladung für einen knisternden Erotikabend. Ja. Also wie mache ich es richtig? Und die Eröffnung, so wie Sie es gebracht haben, lädt natürlich ein, das Ganze als Vorwurf zu sehen. Das ist die Einladung für den anderen, sich irgendwie zu verteidigen. Ja. Also dann würde ich eher anfangen vielleicht mit einer offenen Frage. Wie geht's dir denn? Wie findest du denn unser momentanes Sexualleben? Da sind wir nicht gleich in so einer Vorwurfshaltung. Ja. Jetzt werden wir Menschen im Alter ja auch nicht zwingend attraktiver und noch more sexy. Wie geht man damit um? Also ich glaube, dass äußere Attraktivität führt sicherlich oftmals zu einer gewissen Anziehung, ja, aber das ist nicht das Entscheidende. Das ist nicht das Entscheidende. Und wenn Sie sich, sagen wir mal, schauen Sie sich mal irgendwelche Portale an, wo sich die Menschen auch drauf bewegen, ja, da geht es nicht nur um Schönheit. Ich glaube, dass auch Paare über lange, lange Zeit eine schöne Sexualität miteinander haben können und das ist nicht ans Alter gebunden. Ja, das kann auch noch mit 70, mit 80 sein. Ja. Sie machen mir Hoffnung. Jetzt bin ich auf der Suche heute nach Antworten auf die Frage, wie viel Sex brauchen wir zum Glücklichsein? Was meinen Sie? Ich antworte mal mit einem Kollegen, ist nicht von mir, ja, der sagte, für den einen ist 10-mal Sex am Tag zu wenig und für den anderen ist einmal im Leben zu viel. Fand ich jetzt echt interessant, den Besuch. Wobei, ich glaube, es gehört schon richtig viel Mut dazu, die Dinge dann doch auf den Tisch zu packen. Aber könnte sich lohnen. Zumal, wenn wir uns vor Augen führen, wie gesund Sex für uns ist. Denn Sex ist nicht nur die schönste Nebensache der Welt, er hat auch mehr positive Folgen, als man denkt. Babys, na klar. Und eine Menge Spaß. Aber so ganz nebenbei ist Sex auch noch eine echte Gesundheitskur. Praxiserprobt und wissenschaftlich erforscht. Und das sogar für Körper und Psyche, sagt Sexualmedizinerin Daniela Wunderlich. Wenn man sich mal fragt, warum haben wir Sexualität, dann ist es natürlich diese körperliche Nähe zum einen, aber es hat ja ganz viel mit Bestätigung meiner Person zu tun, dass ich angenommen werde, so wie ich eben bin. Sex ist ein Seelenstreichler. Frauen geht es dabei tendenziell eher um Geborgenheit, Männern darum zu beweisen, dass sie ein unglaublich potenter Lover sind, meint Daniela Wunderlich. So oder so. Sex ist perfekt, um abzuschalten vom Alltagsstress und die wohl schönste Achtsamkeitsübung, die es gibt. Wenn Sie sich vorstellen, wie viel Sie meditieren müssen oder Yoga machen, bis Sie in einen Status kommen, dass Sie vielleicht nicht mehr darüber nachdenken, dass Sie heute Nachmittag die Spülmaschine ausräumen müssen und die Kinder wegbringen, sondern so einen kurzen Moment totales Blackout. Es ist alles egal. Es gibt nur das Hier und Jetzt. Das ist schon was ganz Einzigartiges, was der Sex da bietet. Ja, und was natürlich auch uns das immer wieder haben wollen lässt. Auch weil beim Sex unsere Hormone schier übersprudeln.
Das Gehirn schüttet verschiedene Botenstoffe aus, die wie ein Antidepressivum wirken. Wir fühlen uns einfach grandios. Dafür sorgen das Kuschelhormon Oxytocin und die Glückshormone Serotonin und vor allem Dopamin. Sex sollte also in keiner Hausapotheke fehlen. Er kann Schmerzen lindern, Durchblutung und Kreislauf pushen, den Beckenboden trainieren und sogar schlank machen. Es ist manchmal ja harte Arbeit. Ja. Also es ist eine körperliche Aktivität, die Kalorien verbraucht. Und zum anderen durch die Ausschüttung gerade bei Männern von Testosteron. Testosteron ist klassischerweise das Hormon, das bei Männern die Muskeln aufbaut und die Fettverbrennung anregt. Aber was, wenn man keinen oder selten Sex hat? Ist das dann ungesund? Es geht darum, wie ich Sex empfinde und ob es für mich befriedigend und erfüllt ist. Ob der nun einmal im Monat, einmal im Jahr oder jede Woche stattfindet, ist letztlich die individuelle Geschmackssache. Viel schlechter Sex bringt's also auch nicht. Also besser auf Nummer sicher gehen und auf Selbstbefriedigung setzen. Oder ist sie zumindest ein guter Ersatz, wenn gerade kein guter Partner parat ist? Im Hirn laufen ja sozusagen die gleichen Mechanismen ab. Und der Körper weiß ja erstmal nicht, hat ein Partner dazu geführt oder kann ich das für mich alleine. Aber das Immunsystem, das ja auch durch den Kontakt mit einem fremden Körper getriggert wird, ne? Das Küssen, die Speichelproduktion, die dann viel EGA, also ein Immunglobulin produziert im Speichel, was uns einfach beim Abwehr von Keimen, das fällt weg. Was auch wegfällt, ist die körperliche Nähe. Und ohne die verkümmern wir auf lange Sicht. Berührungen durch andere sind unser Lebenselixier, meint Daniela Wunderlich. Es ist ein nicht stoffliches, nicht in Geld zu zahlendes Geschenk, das Menschen miteinander erleben können. Für ein wirklich erfülltes Sexualleben braucht es also dann schon den passenden Partner oder die passende Partnerin. Ich glaube, man kann an dieser Stelle schon mal zusammenfassen, guter Sex macht die meisten von uns glücklich. Könnte man sich natürlich fragen, warum liegen wir dann eigentlich nicht den ganzen Tag aufeinander? Zumal es ja noch nie so einfach war, einen Sexpartner zu finden. Sollte man meinen. Dating-Plattform sei Dank. Und Corona blenden wir jetzt mal kurz aus. Aber ist das nicht vielleicht eben nur die Theorie? Und in der Praxis sieht das mit dem Online-Dating schon etwas anders aus. Das will ich jetzt von einem Mann wissen, der regelmäßig auf solchen Plattformen unterwegs ist. Peter ist 51, Vater von 3 Kindern und hat sich vor 2 Jahren von seiner Frau getrennt. Ein Geheimnis macht er nicht daraus, dass er auf digitalen Portalen neue Kontakte sucht, aber er möchte nicht von seinen Kollegen darauf angesprochen werden. Verstehe ich. Deshalb bittet er uns, seinen wahren Namen nicht zu nennen. Entschieden habe ich mich dafür, weil ich ja auch aus einer längeren Beziehung gekommen bin und ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht mehr, wie Flirten geht. Das macht er jetzt vor allem auf Tinder, eine mobile Dating-Plattform, die für unkomplizierte Flirts und Sexdates steht. Peter führt mir vor, wie die App funktioniert. Wenn du jetzt hier auf dieses Symbol oben links gehst, dann bekommt man Vorschläge. Und du lehnst ab im Sinne von, sagt mir nicht so zu. Oder du sagst zu und sagst, oh, interessanter Mensch, durch das Herz. Ja, finde ich jetzt attraktiv. Du kannst auch, wenn du hier drauf drückst, siehst du mehrere Bilder so fern eingestellt. Okay. Das heißt dann, wenn die Frau auf grün gedrückt hat und du auch auf grün gedrückt hast, dann matcht es euch. Genau, dann hat man einen sogenannten Match. Das wird dann oben angezeigt, da klickst du in so einen roten Punkt, dann weißt du, oh, da ist irgendwas passiert. Das kann sein, dass jemand reagiert hat, im Sinne von, dass jemand geschrieben hat, weil du ein bestehendes Match hast, was aktiv ist. Oder aber jemand Neues. Das heißt, im Idealfall ist deine Frau, die fand dein Bild gut, du fandst ihr Bild gut und die Zeilen, die dazu stehen. Und dann fangt ihr an zu schreiben. Mhm. Wenn es gut läuft, kriegst du eine Reaktion. Manchmal wird man auch weggedrückt und da weißt du gar nicht, warum. Jetzt war ja meine These, es war noch nie so einfach, einen Sexpartner zu finden. Stimmt das? Ich würde eher sagen, es ist eine neue Art des Kennenlernens. Ich stelle mir das so vor, wir haben kein Corona, ich gehe in die Diskothek. Jetzt bin ich 51. Ja, da fühle ich mich doch schon abgelehnt, wenn die nette Bardame sagt, was wollen Sie trinken? Da kann man doch auch sagen, was machst du hier noch? Das wäre mir doch schon unangenehm, ja? Also von daher empfinde ich es auch als sehr vorteilhaft. Ich entscheide, wann und ob ich antworte. Man schreibt sich,
findet sich nett, wenn es gut läuft. Und dann trifft man sich. Und dann, so ist meine Erfahrung, dann bist du direkt bei Null. Dann ist alles, was im Vorfeld stattgefunden hat, sympathisch, nicht sympathisch, wird neu verhandelt. Die Frage, mit der ich ja heute losgezogen bin, heißt ja, wie viel Sex braucht man zum Glücklichsein? Was würdest du da sagen? In der Partnerschaft so viel, dass keinem was fehlt. Wobei das unterschiedlich sein kann. Für mein Leben nehme ich für mich in Anspruch die Erkenntnis, je länger man zusammen ist, desto weniger wird's. Und wenn dann noch Kinder dazukommen, mit jedem Kind wird es noch weniger. Und dann musst du wohl was tun, dass die Erinnerungen nicht verblassen, wenn es dumm läuft. Könntest du dir ein Leben vorstellen ohne Sex? Ich würde leiden. Sex macht doch auch ausgeglichen ein bisschen. Es transportiert ja auch Wertschätzung. Also wenn ich die Option habe, mir das auszusuchen, dann hätte ich es ganz gern immer in den Rahmen, dass es mir gut geht. Du bist ja jemand, der eigentlich eine Beziehung sucht, ne? Also jemanden auf Dauer. Könntest du dir vorstellen, über Tinder oder andere Plattformen, wenn das erstmal nicht klappt, auch halbwegs zufrieden zu sein, wenn du nur in Anführungsstrichlein guten Sex finden würdest, aber keine Beziehung? Ich hatte tatsächlich mal eine Situation, da war das so. Aber das war auch nicht schmutzig oder nicht billig, wenn man das so überhaupt so nennen kann. Das war, fand ich, sehr niveauvoll. Man war schön essen, wollen wir noch in eine Bar was trinken? So, und dann wurde mir die Frage gestellt, müssen wir denn wirklich in die Bar gehen oder trinken wir was bei dir? Ich habe angenehm spekuliert und wurde angenehm überrascht. Und so lasse ich stehen. Und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Aber so als Lebensmodell würde ich schon ganz gern das partnerschaftliche Modell wählen. Du kennst es ja noch von früher, aus dem analogen Zeitalter, als man noch in die Bar gegangen ist. Und du hast jetzt sozusagen dieses digitale Suchen. Ist das digitale Suchen besser, angenehmer oder ist es frustiger? Ich glaube, da passiert mehr. Wenn ich abends mal Zeit habe und ich habe auch mal Lust, mich damit auseinanderzusetzen, ist ja nicht jeden Abend. Und dann guckst du am nächsten Tag oder übernächsten, wie ich halt Zeit habe, ob jemand reagiert hat. Und so gesehen, wenn du dann Glück hast, haben tatsächlich mal 2, 3 reagiert. Aber ich kenne das zumindest nicht in meinem Leben, dass ich abends weggehe und lerne 2, 3 Frauen kennen. Und zwar bewusst, wo man unterstellen könnte über die Plattform, ich bin da, weil ich jemanden kennenlernen möchte. Insofern stimmt meine These vielleicht ja ein bisschen. Es war noch nie so einfach, zumindest jemanden kennenzulernen. Wie viel Sex braucht zum Glück? Mein Fazit, ich glaube, da darf man sich von Zahlen und Statistiken nicht kirre machen lassen. Das muss jeder für sich selbst fühlen, was sich für ihn oder sie persönlich gut anfühlt. Blöd wird's natürlich immer dann, wenn der Partner oder die Partnerin das anders empfindet. Dann spätestens sollte man darüber reden. Und das lieber eher als spät, sagt der Psychologe. Diesen Teil stelle ich mir allerdings schwierig vor. Aber ich glaube, es kann sich lohnen. Das war Engel fragt. Heute zu der Frage, wie viel Sex braucht's zum Glück? Diese Sendung können Sie auch hören unter hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek-App. Und die Fernsehsendung zum Thema können Sie sich auch noch anschauen in der ARD Mediathek.